Bausparer 1974. Also begrüßt euch zurück zum englischen Detektiven Fall Nummer 6. Schüsse im Mondlicht. Gut, von da sind wir gekommen. Wir sind dann neben einem Pfandhaus angeblich. Irgendwie ein scheiß Gegend eigentlich. Das dürfte der Sandler sein. Pfandhaus müssen wir dann suchen. Locked, da kann man nicht rein. Suchen ein Pfandhaus. Aha. Ballardsprint. Locked. Da kann man gar nicht reingehen. Der kommt mir irgendwie bekannt vor wie vom Seemann im ersten Teil. Locked. Da kann man gar nicht reingehen. Gut, was haben wir da? Buildings, Barn, Shops. Tür untersuchen. Aha. Da ist ein Bump. Ja, das dürfte ein Trunkener sein. Ja, das waren leider Gottes die Zeiten damals. 1800 rum. Da kannst du Gates öffnen. Kannst gar nicht die Landkarten wieder. Naja, gut. Da werden wir dann da das. Ich nehme mal an, dass das da das Pfandhaus ist. Mit Schlüssel werden wir den gleich öffnen da. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Da bin ich froh. Dass es passt. Sagen wir da mal. Sagen wir da Regal. Sagen wir da mal eine Klettausrüstung. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Klettausrüstung. Die Klettausrüstung könnte mir noch interessant werden, na gut. Was haben wir dann auch? Sonst eigentlich nichts mehr. Wirklich. Gut, was haben wir dann auch? Lichtschutter gab es damals. Was haben wir einen Lichtschutter? Oder einen Lichtschutter gab es gar nicht damals. Das sind Bücher der Jacken. Naja, was erwartet es? Das waren früher die ganzen Theken, also das war schlicht und einfach eingerichtet, also da hast du keine Hintertür gehabt, nix. Nicht früher. Ja, gab schon Läden auch, wo man dann nach hinten gegangen ist. Aber früher hat es das gar nicht so gegeben. Also heute gibt es das natürlich schon. Ja. Und das hast früher da im 1889 war das halt so Geschäft. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Aha, Geschäftsbuch. Aber da haben wir da eine Halskette. Interessant. Upsala. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Was haben wir da? Brief.
Hallo Kenneth, du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Widerköpfen erzählt. Aus dem alten Griechenland. Du hast die doch noch, oder? Denn dann gibt's eine tolle Neuigkeit für dich. Ich hab da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesen wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Ellis Street und Half Moon Street auf dich warten. Vor dem Feuerwerk, Brian Locotti. Interessant. Eine antike goldene Grauskette mit 2 Widerköpfen aus Kenneth Butlers Pfandhaus. Interessant. Ist mir damals gar nicht so aufgefallen, als ich das erste Mal das gespielt habe. Oder habe ich das damals nicht so wahrgenommen, das da? Hab trotzdem die Lösung gehabt. Gut. Egal. Paar alte Uhren hat er da, paar alte Schinken. Eine A Leuchtpistole. flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Oder noch was? Die Leuchtpistole. Gut. Eigentlich haben wir da. Gehen wir da wieder auf normal. Sonst glaubt jeder, das ist ein Eger-Shooter. Ja, normal. Ja, wie gesagt, das waren damals die Läden. Schlicht und einfach eingerichtet. Man hat da das runterziehen können oder was. Oder man ist da raufgeklettert und hat mit der Leiter da eben, mit dieser Leiter, hat man diese Leiter genommen, hat man das angelehnt da an die Kerze, hat man angezündet, weil richtige Lichtschalter, glaube ich, hat man damals nicht so gehabt, oder hat er das da hinten irgendwo versteckt gehabt? Da. Das war entweder da hinten oder hat er das, den Lichtschalter gehabt, hinter die Bilder da. Hat er es gehabt, sorry, habe ich jetzt nicht übersehen. Da, neben dem Bild, geht die Leitung da. Dahinter in die Bilder da. Sieht man nicht jetzt den Schalter. Aber früher hat es auch das gegeben, wo die Leute überhaupt keinen Strom gehabt haben. Da haben sie noch die Leiter da angelegt. Ja. Und haben es angezündet. Aber der war schon auf Strom. Ja. Aber das war damals ein schlicht und einfaches kleines Pfandhaus. Es hat dann natürlich modernere auch schon gegeben. Wo du ins Lager hinausgegangen bist und so. Aber der hat das nicht gehabt. Der war ein Armer. Ja gut, in den Pfandhaus ist eigentlich alles erledigt. Wir müssen jetzt ins Scotland Yard. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade.
Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte stehen wir in Lestrats Büro. Gut, wer halt der Inspektor eingerichtet ist. Viele haben gesagt, bitte zeig das her, bitte zeig das her. Und ja, jetzt tu ich es halt. Dürfte der Safe haben, auch der Herr Inspektor dann Safe. Weiß ich nicht, was das ist, das dürfte eine Luftpost. Ah nein, das war so ein Luftpost bei der Trottel. Fährlöscher sein. Dann die Landkarte von London. Was ist das eigentlich? Ja, also nicht. Das ist der versteckt hinter der Fahne. Ja, sein Spiritus. Ja, was soll man viel sagen? Ganz modern eigentlich eingerichtete Tafel. Eben, ein paar Fotos, die Plane. Ja. Ah, da ist das. Das sieht man jetzt da besser. Ja, das sieht man da nicht, das dürften. Ja, das dürften so Sprechmuschel gewesen sein, was du an die 1800er gehabt hast. Eine Waffe und das Bild von der Prinzessin. Königin, meine ich. Naja, früher hat man so teleportiert, also über. Na, wie soll man sagen? Das sind so. War das? Weiß jetzt nicht genau, das sieht man so schlecht da. Da hat man so Sprechmuscheln oder was das waren da früher. Ja. Aber ist egal. Ich gehöre eh nicht dazu zu dem Fall. Bevor wir sie lächerlich machen. Gut, das war das Büro des Inspektors gewesen. Schlicht und einfach eingerichtet. Telefon. Und Lampe, Schreibtisch. Foto. Gut, da haben wir jetzt eh genug gesehen. Jetzt gehen wir da in die Asservatenkammer. Leitensgegenstände mal anschauen. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Da haben wir dann die Uhr. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Da haben wir mal. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Da haben wir noch Kugeln drinnen. Die nicht geleert worden ist, also sind noch Kugeln drinnen. Sind noch Kugeln drinnen, sehr schön. Sind noch Kugeln drinnen. Patronen. 2 Viere. Aha. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Gut, das ist also 2-mal abgeschossen worden. So this is the gun that Leighton was holding. Das sind die Patronen. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Aha. Und der Opfer. Der Opfer kann man gar nicht anschauen. Scheiße. Und das ist interessant. Naja, gut, das ist eh wurscht. Das ist eh nicht so wichtig. Der Opfer. Da werden wir nochmal holen. Mr. Leighton. Champlin. Da werden wir nochmal verhören. Dann Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you?
I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Oh, den können wir wieder checken. Den können wir wieder checken. Den können wir wieder checken. So, da haben wir mal gleich mal die Riesennarbe. Da haben wir gleich mal die Riesennarbe vom Bruderherz. Das Pfeilchen. Das Pfeilchen. Was hat er noch so, der große Bruder? Einen Schal. Büroangestellter. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber und eine Tätowierung. Gut, was hat der große Bruder? Ihre Geschichte. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Tja, man muss sich das jetzt einmal so vorstellen. Der war in einer gewissen Weise unterwegs von der Arbeit, um das Feuerwerk zu sehen. Da er aber schon zu spät dran war, nahm er eine Abkürzung. Und an der Ecke sah er neben den Constable Mirror. Dort sah er aber die beiden Leichen, wollte zum Constable laufen, als einen dritten Mann bemerkte, der sich über Butler allerdings beugte. Dieser hatte eine Waffe in der Hand und floh in Richtung Whitechapel Street. Und ja, man muss sich das jetzt einmal dann auch so vorstellen. Ich weiß ja jetzt nicht, oder haben das jetzt schon erzählt, dass er zurückgegangen ist. Ja, da machen wir mal. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Bitte fortfahren. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Der dritte Mann. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but
I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Warum ihm folgen? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Ehrlich gesagt, da war jetzt ein bisschen... Das war jetzt gut. Da muss jetzt selber ein bisschen... Da muss ich jetzt ein bisschen selber aufpassen, weil... Gut, die Türschlüssel kann es eigentlich nicht sein. Nicht wirklich. Turners Aussage tun das an, weil theoretisch kann es eigentlich ja nur durch das Tätowierung sein. Also die Tätowierung vom Westgate-Gefängnis. Ja. Also Westgate-Insassen. Westgate-Insassen, weil alles andere kommt mir momentan ja gar nicht vor für ihn. Auch wenn man ihn Leighton Chamberlain ist der ältere Bruder von Wigan und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er wuchs auf der Straße auf und hitzköpfig wie er war, wanderte er für eine kriminelle Tat ins Westgate-Gefängnis. Also es kommt immer nur das Westgate vor. Im Moment lebt er nicht mehr auf der Straße und arbeitet vermutlich als Angestellter in einem Londoner Büro. Also es kann definitiv nur das Westgate-Insassen sein. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Beziehungsweise der Brian Vercotti hat auch gehabt. Also. Naja, viele haben mich gefragt, wie ich auf das Ganze immer komme. Also, da habe ich euch auch mal erklärt. Es ist ja nur in die Bücher, also in die Notizbuchen. Ihr braucht auf kleine Details schauen. Ja. Brian Vercotti. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Zumindest war er ehrlich. Und ich bin jetzt also ehrlich und sag, wir spielen im nächsten Video weiter. Bauspar 1974 wünscht euch einen schönen Tag und ich bin draußen. Tschüss, Bussi aufs Bauchi und bis zum nächsten Mal. Und bleibt's mal sauber. Tschüss, Baba.